Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Busfahrschule OE. Heute habe ich einen besonderen Gast hier bei mir. Ich bin heute mal sein Ausbilder, sage ich mal. Wir gucken mal gemeinsam über die Schulter von Said. Der stellt sich gleich auch mal so ein bisschen vor. Ist ein neuer Mitarbeiter hier bei Fehlingreisen und ich zeige ihm so ein paar Sachen eben halt, dass er ein vernünftiger Busfahrer hier bei Fehlingreisen wird und auch längere Zeit dann bei uns bleibt. So, alles nach dem Intro. Bis gleich. So Leute, das ist der Said, der stellt sich mal eben ganz kurz vor. Said, wer bist du, woher kommst du? Guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Ich komme aus Marokko. Ich habe meinen Führerschein in Spanien gemacht. Ja. Und ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Okay. Und ich habe in Deutschland noch keinen Bus gefahren. Ah, okay. Fehlingreisen ist meine erste Firma. Ist deine erste Firma? Ja. Wie bist du da drauf gekommen, Fehlingreisen? Wo hast du gefunden? Ja, ich habe in Facebook gesehen. Ja. Und in einem Auf den Bussen, ne? Buspilot gesucht. Steht auch ein Genau. Ja. Ja, super. Und ich bin heute mal dein Ausbilder. Ich zeige dir, wie das alles läuft. Brauchst gar keine Angst haben. Das geht alles recht locker bei mir zu. Wie gesagt, brauchst keine Angst haben. Wir machen mal ganz normal Betrieb erstmal. Gucken, wo ist Kühlflüssigkeit, wo ist Öl. Das schauen wir uns mal gemeinsam alles an. Natürlich ganz wichtig, Abfahrtskontrolle. Und dann gehen wir gemeinsam mal auf Linie. Okay? Okay, super. Und keine Angst. Nein, brauchst keine Angst haben. Immer positiv. Immer positiv denken. Ja, natürlich. Okay, let's go. So Said, dann komm mal mit. Ich zeige dir erstmal unseren Betriebshof hier in Bergkamp. Du weißt ja, wir haben 2, besser gesagt sogar 3 Betriebshöfe. Einer ist hier, wo wir gerade sind, Bergkamen. Einer ist in Werne und eine Schwerte. Ich glaube, Schwerte kennst du schon. Ja, natürlich, ja. Ich habe da gearbeitet. Der hat da schon gefahren, Leute, aber hier in Bergkamen noch nicht. Ich zeige ihm jetzt mal hier alles. Das sind hier unsere Garagen. Wir haben einen Generalschlüssel, mit dem kommt man dann überall rein. Der Kollege hat da auch schon seine ganzen Sachen bekommen. Ich zeige ihm mal hier ganz kurz, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Abfahrtskontrolle gemacht hast, ne, und dir fehlt Kühlflüssigkeit, Scheibenwaschzeugs oder Öl, ist alles hier. Schau mal. Ne? Das hier ist zum Beispiel hier für Frostschutz, Kühler. Dann haben wir hier Frostschutz, Scheibenfrostschutzkonzentrat und hier das Öl. Wenn du hier Öl gezapft hast, ne, dann musst du hier deine Kilometer, Datum, Fahrzeug und Kilometer von dem Fahrzeug und eine Unterschrift. Dann wissen wir, dass hier Öl kontrolliert wurde und wie viel Öl noch drin ist. Okay. So, dann geht's weiter. Komm mal mit. So, jetzt zum Aufenthaltsraum. Wegen Corona, weißt du, ist Maskenpflicht. Ne? Und das hier ist mein Volvo Reisebus, mit dem ich normalerweise fahre. Hier auch der Generalschlüssel, passt überall rein. So, das ist unser Betriebshof. Wenn du dich vorher telefonisch angemeldet hast, hast du dann die Möglichkeit, mit deinem Führerschein, wo du einen Code gekriegt hast, hier einzuscannen. Ne? Einzelheiten erzähle ich dir gleich. Die Leute, die müssen nicht alles wissen, die können alles essen, aber die müssen nicht alles wissen. Jetzt wunderst du dich bestimmt, warum steht der Feuerlöscher hier? Einer hat gemerkt, der ist abgelaufen. Die Werkstatt wird sich darum kümmern. Spind, wenn du einen Spind hier in Bergkamp kriegst oder in Werne, dann kriegst du auch einen Schlüssel. Ganz, ganz wichtig ist unser Safe. Geheimcode erkläre ich dir, sage ich dir. Und dann ist immer abgeschlossen, dass die Schlüssel da drin sind. Und wenn du den Code dann eingegeben hast, holst du Schlüssel raus, was für ein Fahrzeug du brauchst. Und dann kannst du zum Bus, waren wir ja gerade schon drin,
Da kannst du jetzt nämlich eine Abfahrtskontrolle machen und dann gehen wir auf Linie. Ja, super. So, natürlich als Busfahrer weiß der, was alles kontrolliert werden muss. Bei den MANs, guck mal hier vorne, Ja. mit 2 Händen. Hier einmal und da beide Hände. Ja, der hat früher immer andere Busse gefahren. Jedes Modell ist ja anders. Genau, hier kannst du dann deine Abfahrtskontrolle machen. Ne? Genau, Öl ist da, Wasser und... Aber Leute, wir haben... Genau, da füllst du dann ein. Ne? Müssen wir jetzt nicht alles komplett durchführen. Das habe ich nämlich gestern schon gemacht. Aber die Reifen und so, das kannst du dir jetzt schon mal angucken. Das geht schnell. Ne? Du weißt ja, worauf ankommt. Kühlflüssigkeit, genau. Hier ist alles richtig. Ist richtig. Ja. Super. Und einfach mal Reifen gucken, ob er Schäden hat, ob einer vorher Unfall gemacht hat und so einmal durchgucken. Das Normale eben halt. Alles richtig. Alles richtig. Genau. Super. So Leute, nachdem ich ihm das alles erklärt habe, muss ich den natürlich hier, und das meinte er damit, guckt mal hinten, da steht ja Buspiloten gesucht in Vollzeit, Teilzeit und Minijob, ne, für Werneberg, Kamen und Schwerte. Daraufhin hat er sich dann beworben und hat jetzt natürlich hier bei uns angefangen. Der hat letzten Monat schon in Schwerte so ein bisschen geguckt und gefahren und jetzt soll er auch mal so ein bisschen hier Bergkamen, Werne und sowas kennen. Wir begleiten den mal einfach, was er so alles kann. Ich habe jetzt hier rückwärts, damit er beim Rückwärtsfahren niemand ist, wie es sich eben halt gehört, dass hier jemand absichert. Vielleicht habt ihr das ja gerade mitbekommen, er hat ja seinen Führerschein in Spanien gemacht, aber da auch noch keinen Bus gefahren. Und seit 5 Jahren ist er jetzt hier in Deutschland. Und der hat als erstes beim Logistikunternehmer gearbeitet, aber noch nie Bus gefahren. Das ist jetzt seine erste Firma hier bei uns. So, das macht er schon mal ganz gut. Ich stehe ja hier hinten als Hilfe. Ich kann ihm nur sagen, komm, komm. Genau. So, das reicht schon. So, dann begebe ich mich mal zu ihm und wir schauen ihn mal so ein bisschen über die Schulter. So Leute, ich muss natürlich, wenn ich hier als Fahrgast hier neben sitze, Mundschutz tragen, weil die da draußen wissen ja nicht, dass wir zusammengehören zu einer Firma. Und deswegen... Ich habe ihn ja schon seit gestern mitgenommen und da hat er erstmal nur geguckt. Das ist bei mir, ich mache das immer so, erstmal gucken, dann gucke ich einmal, was für ein Typ er ist, wie er drauf ist, ob er Interesse zeigt, überhaupt was zu lernen. Und der war gestern schon richtig interessiert, hat viele Fragen gestellt. Und jetzt weiß er zum Beispiel, dass wir von dem Standort hier aus Bergkamen nach Kamen, wie wir zu fahren haben. Ich mache das in der Regel immer so, er sagt mir immer, wo er lang muss, dann weiß ich, ob er das gelernt hat oder nicht. Weil was nützt das, wenn ich ihm sage, du musst hier links, du musst hier rechts, dann weiß ich ja nicht, ob er das weiß. Ne? Wir haben das jetzt so gehandhabt, habe ich ihm gestern schon erklärt, wie ich das immer handzuhaben. Der versteht übrigens ganz gut Deutsch, der versteht alles, wenn man langsam redet, wenn man nicht so schnell redet. Ne? Zeit, verstehst du alles? Ja, ich alle, aber manchmal Manchmal, wenn die schnell reden, dann nicht. Genau. immer ein bisschen langsam sprechen. Langsam sprechen, genau. Und wie ihr sehen könnt, auch wenn er redet oder so, ich verstehe ihn auch. Und je mehr er mit Leuten zu tun hat, mit Fahrgästen, lernt er auch noch besser Deutsch. Weil ich habe ja vorhin gesagt, er hat in einem Lager gearbeitet und da hat er nur Maschinen und so gehabt, hat er keine Menschen um sich gehabt, womit er auch reden kann. Aber im Moment ist okay seine Sprache. Wichtig ist das Fahren, und fahren kann er, das kann ich euch sagen. Ein paar Sachen
Ne, vielleicht sehen wir das gleich oder werden gleich selber Zeuge. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wo ihr dann auch drauf achten müsst, wenn ihr neu den Führerschein habt und euch irgendwo bewirbt. Aber bis jetzt alles gut seid, oder? Ah, super, super. Bis jetzt ist alles okay. Und Bus und so, bist du auch zufrieden mit dem MAN? Ah, natürlich auch. Super. Immer. Ja. Ganz Besser als andere Arbeit. besser als Lager, ne? Ja, natürlich. Hört ihr, Leute? Ja. Das sage ich ja immer wieder. Nicht immer unbedingt, oh, Busfahrer verdienen man nicht viel Geld oder so, sondern es muss Spaß machen und es muss gemütlich sein. Hier ist schon mal gut, dass er hier wartet, weil da kommt gerade ein LKW oder zwei sogar. Wie ihr sehen könnt, das ist alles auch so eng. Mal gucken, ob der LKW sich bedankt. Nein, natürlich nicht. Der hat nur Angst um seinen Spiegel gehabt. Ja. Das ist hier die Bamberger Straße und hier ist immer, wenn die hier parken, ab hier ist Parkverbot. Aber die stehen genau bis hier vorne hin und in der Kurve, wenn einer kommt, sieht man nicht. Deswegen immer vorausschauend fahren. Was ist dahinter? Der macht es gut, der hat uns durchgelassen. Genau. Genau, geradeaus, das war schon mal gut. Er hat mir ein Zeichen gegeben, dass er geradeaus will. Wir haben das so gemacht, wenn Fahrgäste sind, dann mit Zeichen und ansonsten sagt er mir immer, wenn, wo er nicht weiterkommt, ob er rechts oder links fahren muss. Wie ihr sehen könnt, wir haben auch keine Fahrgäste oder so drin. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof nach Kamen und ihr wisst ja, wenn Fahrgäste dabei sind, filme ich ja nie. Das ist jetzt die Gelegenheit, eben halt mal seine Fahrkünste so zu gucken. Aber der fährt schon ganz gut. Der fährt ohne Angst, das ist ganz wichtig, Leute. Wenn jemand ohne Angst fährt, ist schon mal viel wert. Aber auch nicht zu schnell oder so. Ne? Immer schön piano, immer schön langsam. Die meisten, die haben ja immer Probleme, wenn die im Kreisverkehr sind, dass sie zu schnell im Kreisverkehr sind. Ich habe ihm gestern gesagt, stell dir mal vor, ich trinke Kaffee, die Fahrgäste im Reisebus. Was passiert, wenn die Kaffee trinken? Kannst dich dran erinnern, ne? Ja. Da war nämlich eine Szene im Kreisverkehr, wenn man da zu schnell reinfährt. Auf einmal ist Kaffee nicht mehr im Becher, sondern auf der Hose und das ist nicht gut. Ja, aber ansonsten, er macht auch einen sehr sympathischen Eindruck. Wie gesagt, jetzt muss er sich eben halt die Linien alles merken. Ich habe ihm auch ein paar Hilfedarstellungen gegeben. Er kann auch mit einer Karte fahren, was jetzt ja im Drucker bei uns hinterlegt ist. Und er selber hat eine App, die ist auch gleich wie das, was wir haben. Die App, die kann ich euch mal unten verlinken oder später könnt ihr mich mal fragen, wie das heißt. Aber am besten, genau, was müssen wir jetzt machen? Jetzt. Links. Nein, wo ist Bahnhof? Ah, ja. Rechts. Genau. Genau, da steht Stadthalle und so rechts. Weil der Markt wäre links. Siehst du, das sind so Sachen, wenn ich ihm das jetzt vorher gesagt hätte, hier rechts, dann lernt er ja nicht. Deswegen haben wir gesagt, wenn er wo er nicht weiterkommt, einfach nur sagen, hier rechts oder links, dann weiß ich, oh, er weiß es oder er weiß es eben halt nicht. Und so lerne ich immer den neuen Fahrern, wie handzuhaben ist. Ja, genau, geradeaus. Er hat schon ein Handzeichen gegeben, habt ihr gesehen, dann weiß ich, ah, er weiß es, wir müssen geradeaus. Ja, Die nächste ist rechts, genau. Ja, genau so ist es richtig. Deswegen vorher immer Bescheid sagen, dann weiß ich das.
Gestern einmal mitgefahren, hat er sich sofort eingeprägt. Super. Und dann geht es gleich zum Bahnhof. Jetzt links, ne? Ganz genau, Said. Und links. Kommt keiner, genau. Super, immer schön gucken. Jetzt natürlich Rechts, genau. Kreisverkehr, erste raus. Korrekt. hier muss gucken. Keiner. Genau. Immer Spiegel gucken. Spiegel ist immer ganz, ganz wichtig, Said. Wir haben noch ein bisschen Luft. Wir brauchen nicht sofort an die Haltestelle. 40 ist erst Abfahrt. Fahren wir mal zu unserem Pausenplatz. Ne? Geradeaus und dann links bei der Polizei. Ist noch früh. Ist noch zu früh, ja. Ja Leute, wir melden uns gleich bei Bedarf wieder. Wenn es noch was Neues gibt, dann zeige ich euch auch die Kartendarstellung, wie man damit so zurechtkommt und erkläre ihm jetzt den Weg. Dann fährt er heute mal erste Mal seine Linie mal alleine. Ich bin aber dabei. Bis gleich. Ja, Nächster ist rechts, genau. Ja, genau so ist es richtig. Deswegen vorher immer Bescheid sagen, dann weiß ich das. Gestern einmal mitgefahren, hat er sich sofort eingeprägt. Super. Und dann geht es gleich zum Bahnhof. Jetzt links, ne? Ganz genau, Said. Und links. Kommt keiner, genau. Super, immer schön gucken. Jetzt natürlich Rechts, genau. Kreisverkehr, erste raus. Korrekt. hier muss gucken. Keiner. Genau. Immer Spiegel gucken. Spiegel ist immer ganz, ganz wichtig, Said. Wir haben noch ein bisschen Luft. Wir brauchen nicht sofort an die Haltestelle. 40 ist erst Abfahrt. Fahren wir mal zu unserem Pausenplatz. Ne? Geradeaus und dann links bei der Polizei. Ist noch früh. Ist noch zu früh, ja. Ja Leute, wir melden uns gleich bei Bedarf wieder. Wenn es noch was Neues gibt, dann zeige ich euch auch die Kartendarstellung, wie man damit so zurechtkommt und erkläre ihm jetzt den Weg. Dann fährt er heute mal erste Mal seine Linie mal alleine. Ich bin aber dabei. Bis gleich. So Leute, der Kollege, der fährt jetzt gleich hier diese Linie. Ich wollte euch das ja mit dieser Kartenvorstellung zeigen. Bei dieser Einstellung habt ihr hier oben das Symbol Karte. Wenn ihr da drauf drückt, dann erscheint die ganze Route, wie ihr sehen könnt, hier auf dem Display mit den ganzen Haltestellen. Ja? Und das kann man hier auch so nachzoomen, wenn man hier drauf drückt. Oder eben halt Fahrzeug. Jetzt hat er genau die Fahrtrichtung. Wir sind jetzt hier und das sind die einzelnen Haltestellen. Natürlich ist das nicht so wie beim richtigen Navi, dass er euch sagt rechts, links, aber man weiß ungefähr, zum Beispiel jetzt hier vorne, dass man hier rechts muss, ja, und hier vorne links muss, ne? So kann man so eine Orientierung machen und wenn die Tür dann aufgeht oder beziehungsweise ihr was verkaufen müsst, dann geht ihr einfach da drauf, dann seid ihr im Verkauf. Und wenn ihr wieder Kartenansicht haben wollt, geht ihr wieder da drauf. Und das ist eine kleine Hilfe. Aber beste Navi ist natürlich unser Gehirn. Alles einprägen.
man findet ja auch immer wieder nach Hause zurück. Wenn man jetzt von hier aus startet und nach Hause ist, findet man ja auch immer wieder zurück. Ne? Wie gesagt, Kartenansicht schön und gut, ich halte da nicht viel von, also ich würde damit gar nicht klarkommen, aber so als Hilfe, wo die Haltestellen sind, kann man das natürlich benutzen. So, jetzt lassen wir den Kollegen mal in Ruhe fahren und ich gucke ihm mal zu. Jetzt genieße ich auch mal den Sound hier hinten, wirklich super. Nächste Haltestelle, mal gucken. Albert-Schweitzer-Straße. Genau, da steigt jetzt jemand ein. Müssen wir einen Cut machen, damit wir nicht sehen, wer das ist. So Leute, der Said, der hat seine erste Runde mal alleine gefahren. Fragen wir ihn mal, wie er sich dabei gefühlt hat. Wir fahren jetzt übrigens leer wieder zum Betriebshof nach Bergkamen. Und Said, wie war deine erste Fahrt so ohne mich direkt daneben? Gut. Ja? Es war nicht schlimm. Ja. Du hast das gar nicht gemerkt. Ich war einmal ganz hinten, da warst du ganz alleine hier vorne. Ja, das dieser Ruhe durch. Kennst du? Ich fahre, Ja. fahre alleine. Seht ihr, er kann diese Tour schon alleine fahren und deswegen ist er, glaube ich, schon fit, dass man den so nach 2, 3 Tagen auch mal alleine auch hier in Raum Bergkamen schicken kann. So, da sind wir wieder auf dem Betriebshof, pünktlich und sicher. Ja, hat er gut gemeistert. Unser neuer Kollege, der Said, jetzt parkt er den mal noch richtig hin. Am besten neben den gelben, weil der will raus. Besser. Oder dahinter, hier hinter. Ja, besser. Genau, neben dem Fahrschulbus. Ja, wunderbar. So Leute, ich will mich nochmal bei Said bedanken, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, damit ihr als neue Busfahrer oder wenn ihr Busfahrer werden wollt, mal so einen Einblick habt, wie das ist, wenn ihr mal frisch zu einer Firma kommt und ihr kennt hier gar nichts. Ihr seid vielleicht auch neu in Deutschland, aber habt ein bisschen eben halt auch Sprachprobleme und so. Aber ist alles gar kein Problem, Leute. Sprache kann man lernen, man muss es nur wollen. Busfahren kann man lernen, man muss es nur wollen. Linien fahren, Linien lernen kann man auch, man muss es immer nur wollen. Wenn man aber mit einem, ach, leck mich am Arsch Gefühl, nur weil das Arbeitsamt jemanden hier hingeschickt hat, macht, das bringt es nicht. Man muss es wollen. Said, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, damit unsere Community, die anderen Busfahrer auch sehen, dass das eben halt nicht schwer ist und dass, wenn ich das erzähle, dass du das auch richtig verstehst. Hast du noch etwas zu sagen für die Community? Habe ich natürlich. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir alles über Busse und Linien gesagt hast. Das ist normal. Vielen Dank und Dankeschön. Nicht zu danken, Said. Habe ich gerne gemacht für unsere Community, damit die eben halt auch wissen, wie das alles geht. Ich wünsche dir noch alles Gute bei deiner Fahrt, bei deinen Fahrten und bleib gesund. Bis dann. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, dann wünschen wir den Kollegen Said alles Gute. Jetzt kann er seine Runden auch mal alleine drehen. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Euer Mehmet Ui.